Hallo allerseits, willkommen zu diesem kleinen Video, in dem ich euch zeigen möchte, wie man seine Modelle sehr einfach transportieren kann. Normalerweise wandern ja die fertigen Modelle von der Werkbank in die Vitrine, aber ab und zu geht man vielleicht auch mal auf eine Ausstellung oder auf ein Vereinstreffen und da möchte man seine Modelle natürlich auch mitnehmen. Und wie kann man das jetzt so bewerkstelligen, dass der Transport sicher verläuft, so dass eben nichts kaputt geht? Ich kenne das immer selber von den Modellbauausstellungen, wenn ich da hinkomme zum Aufbauen, dann sehe ich immer ein paar Leute, die ihre Modelle reparieren. Das finde ich persönlich ein bisschen ärgerlich und ich möchte es auch vermeiden und ich habe da eine recht gute Methode, die natürlich auch viele andere Modellbauer benutzen, ich habe es nicht erfunden, mit der man das sehr gut vermeiden kann. Bis vor kurzem habe ich sehr gerne immer diese Obstkisten verwendet, weil die einfach ausreichend groß sind und man hat meistens ein paar rumliegen davon. Und da habe ich dann immer Styroporplatten drin befestigt, entweder mit doppelseitigem Klebeband oder einfach so reingeklemmt. Und da kann man dann seine Modelle reinstellen und mit ein paar Schaschlikspießen sichern. Das ist eine sehr einfache Methode. Dadurch wird eben verhindert, dass die Stücke irgendwie rutschen und irgendwas abbrechen kann. Habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, so überstehen die Modelle auch längere Autofahrten. Funktioniert auch sehr gut für Flugzeugmodelle, die sind natürlich immer am anfälligsten, was den Bruch angeht. Aber das ist eine super Sache, da kann wirklich nichts mehr passieren. Wie man sich leicht vorstellen kann, stößt man mit diesen Obstkisten allerdings auch schnell an Grenzen. Zum einen ist es so, die sind sehr flach. Was bedeutet, man kann sie nicht stapeln, weil die Modelle doch meistens etwas höher sind. Und zum anderen ist man auch sehr stark im Nachteil, wenn man auf- oder abbauen muss auf einer Messe und draußen regnet es oder stürmt es. Da kann es auch leicht zu Schäden kommen an den Modellen und das wäre ja auch etwas schade. Die Situation hatte ich neulich auch bei einer Messe und es hat mich ein bisschen genervt. Deswegen habe ich mir im Baumarkt hier diese Plastikkisten geholt. Hier auch mit Deckel, da ist schon mal Regen oder Sturm kein Problem und im Prinzip ist es das gleiche System wie hier. Wir haben da ebenfalls eine Styroporplatte unten drin und die Dioramen sind wieder mit diesen Spießchen gesichert und dann, wenn der Deckel drauf ist, ist das alles auch mehr oder weniger wasserdicht. Also finde ich, ist ein gutes System. Diese Kisten hier, die habe ich in einem ganz normalen Baumarkt gekauft. Mit Deckel kosten die, glaube ich, um die 15 Euro. Finde ich, ist eine ganz vernünftige Anschaffung und man kann auch drauf stapeln. Man kann da mehrere von diesen Boxen übereinander stapeln im Auto, was ich auch sehr interessant finde. Nachdem ich ja in Zukunft eher auf mehr Ausstellungen gehe als auf weniger Ausstellungen, war das für mich auch eine ganz sinnvolle Anschaffung. Ich habe jetzt insgesamt 4 von diesen grauen Boxen und da bekomme ich eigentlich alles locker unter, was ich auf den Messen so mitnehmen will. Irgendwann stößt ja auch das Auto an seine Grenzen, was man eben zuladen kann. Wie gesagt, es ist eigentlich auch relativ egal, wie jetzt das Gefäß geformt ist. Entscheidend ist eigentlich nur, dass ihr irgendwie einen Untergrund habt, idealerweise Styropor, wo ihr dann die Modelle so sichern könnt mit den Stäbchen. Das ist eigentlich alles, was zählt. Dadurch könnt ihr nicht rutschen. Und es ist eigentlich auch vollkommen egal, dann wie weit ihr damit reist, weil die Modelle können da drin einfach nicht rutschen. Es sei denn, das Auto überschlägt sich, aber da habt ihr dann, glaube ich, auch ganz schnell andere Probleme. Da sind die Modelle dann eher nebensächlich. Soweit, so gut. So viel dazu. Ich hoffe, ihr fandet das hilfreich und vielleicht motiviert es auch den einen oder anderen, dass er seine Modelle auch mal mit auf eine Ausstellung nimmt und die herzeigt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.